Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es wieder los mit einer Runde Bolt Action. Was passiert heute hier? Tja, heute spielen wir eine kleine Firefight-Runde mit einigen Sonderregeln. Sprich, wir haben einmal einen Nachtkampf, der uns ein bisschen beschäftigen wird, und wir haben im New Guinea Kampagnenbuch auf den letzten 2 Seiten sehr interessante Sonderregeln, die wir einsetzen werden. Da geht es um ein Überfallszenario und da schauen wir mal, was da so raus wird. Wir haben hier das, was wir gleich noch zeigen werden, einen kleinen Flughafen, der angegriffen werden muss von meinen US Marines. Die wollen so ein bisschen was sabotieren, damit nicht ganz so viele Flieger in die Luft kommen, wie der Japaner das so gerne möchte, bei der nächsten Blood Red Skies Runde, die wir anstreben. Genau. Und ja, da schauen wir mal, was daraus wird. Ja, lassen wir uns überraschen. Genau, und dann kommen wir jetzt erstmal zu der Armeevorstellung. Genau. Alles. So, wir haben jetzt hier einmal das Flugfeld, was die Japaner jetzt fröhlich verteidigen. Es gibt 2 Patrouillen, einmal hier in dem vorderen Bereich in der Nähe von dem Tower. Und dann haben wir hier noch eine zweite Patrouille. Zusätzlich gibt es einen Wachturm, wo ein MG-Schütze mit seinem Assistenten drin ist. Und die restliche Mannschaft mit dem Offizier ist im Prinzip in so einem Wachbunker, weil wir uns zu Anfang in der Infiltrationsphase befinden und die Einheiten jetzt noch nicht zum Tragen kommen. Ja, und hier ist jetzt so im Prinzip das restliche Flugfeld mit einzelnen Checkpoints. Ja, und jetzt gehen wir zu einem Amerikaner. So, da haben wir die amerikanische Streitmacht, die heute versucht, den Japaner ein bisschen zu sabotieren. Hier habe ich einen First Lieutenant mit seinem Assistenten, sind beide regulär. Ein regulärer Sniper mit seinem Kompagnon und eine Truppe Raider. Die sind ausgestattet mit 6 MPs, 2 Shotguns, 2 Gewehren, und die Jungs, die ein Gewehr haben, haben alle noch eine Pistole dabei, weil wir wollen uns ja leise bewegen und alle meine Einheiten haben entsprechende Schalldämpfer, damit wir die Kollegen auf der anderen Seite auch leise ausschalten können. So, wir starten mit der ersten Runde. In der ersten Runde haben wir noch eine kleine Geschichte zu tun. Wir haben 2 Patrouillen, die hier auf dem Weg oder auf dem Gelände halt in der Gegend rumschleichen. Um diese Patrouillen entsprechend einer Richtung zuzuweisen, das funktioniert per Zufallsprinzip, haben wir uns einen guten alten Artilleriewürfel von einem großen namhaften Hersteller genommen und werden dementsprechend mit dem die Richtung zuweisen. In der ersten Runde bekommen die Patrouillen eine Richtung zugewiesen, in der sie laufen, und wenn der Würfel gezogen wird, dann dürfen die sich immer 3 Zoll bewegen sich auf einen Würfelwurf von 1, 2 in eine neue Richtung 3 Zoll und auf eine 3, 4, 5, 6 behalten sie die Richtung bei und bewegen sich dann in die Richtung 3 Zoll. Das werden wir jetzt einmal auswürfeln. Darf der Chris den Artilleriewürfel einmal würfeln und dann gucken wir mal, in welche Richtung die Jungs wollen. So, wir gehen in diese Richtung. Wir laufen jetzt noch nicht, da der Würfel nicht gezogen wird, sondern wir stellen die jetzt mit den Gesichtern nur in diese Richtung. Damit wir wissen, das ist die vorgegebene Laufrichtung. So, das gleiche machen wir eben für den zweiten Trupp. Oh, das ist schon, das finde ich gut, das finde ich gut. Das ist eine gute Richtung, genau. Ja. Alles klar. So, dann gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben einen Wachturm.
Der Wachturm hat natürlich einen Suchscheinwerfer. Wir sind in einer Nachtmission. Da brauchen wir einen Suchscheinwerfer. Wäre es keine Nachtmission, wäre das der Beobachtungsfokus, den die Truppe in dem Turm hat. Wir legen jetzt irgendwo, wo der Chris möchte, den Scheinwerfer hin und da wird der sich dann nachher auch per Zufallsprinzip bewegen. So, Lichtkegel platziert. Das war die Vorarbeit und jetzt mache ich mir mal Gedanken, nachdem wir den ersten Würfel gezogen haben, wie wir oder wie ich oder der Chris sich bewegt. Ja, Amerikaner. Habe ich doch schon fast gedacht, dass ich der Erste bin. So, wir kommen gleich wieder. Ich mache mir mal Gedanken. So, was wir ganz vergessen haben, ist ganz einfach, worum geht es denn hier überhaupt? Auf dem Gebiet des Flughafens oder Rollfeldes haben wir 3 Objekte, die wir zerstören wollen von der amerikanischen Seite. Das ist einmal das Treibstofflager. Als zweites ist das ein getarntes Flugzeug. Vielleicht ein Prototyp, aber ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Und wir haben hier den Tower, wo der Funkverkehr mit den Flugzeugen entsprechend koordiniert wird. Das wäre mein drittes Ziel. So, im nächsten Spiel gibt das Malus oder Boni, je nachdem was passiert. Sollte die Treibstofflagerei hier kaputt gehen, dann wird der Japaner würfeln müssen, ob seine Flieger weiterfliegen ab der 3. Runde. Wenn der Flieger kaputt geht, das heißt, meine Marines haben alle entsprechende Sprengladungen dabei, dann startet der Japaner mit einem Flieger weniger in die Blood Red Skies Runde. Und wenn der Tower zerstört wird, dann haben die Kollegen... Jetzt habe ich ganz vergessen, was wir vereinbart haben. Dann sind die Flieger im Tiefflug erstmal Genau, dann sind die im Status Disadvantage, also die haben den Nachteil und müssen sich entsprechend erstmal frei fliegen. Ja. So hatten wir es gesagt. So, dann hat der Chris den nächsten Würfel gewürfelt, nachdem ich meinen Marine hier an dieser Stelle, ich springe mal eben hier hin, einfach mal an die Baumreihe rennen lassen. Und jetzt wird der Wachturm aktiviert. Genau. Ich habe mich jetzt hier für den Wachturm entschieden und wie Christian zu Anfang gesagt hat, jetzt einmal den Richtungswürfel und 2 W6 für den Suchscheinwerfer. Genau, der ist aktiviert und wird jetzt sich bewegen. In diese Richtung 4 Zoll, genau. Lass mich raten. Ja, du benötigst. Genau, ich habe Bunker wieder die ganzen Maßbänder. So, dann wandert die Schablone jetzt 4 Zoll hier hin. Jo. Alles klar. Machen wir den. Genau, dann kannst du den nächsten Dann ziehe ich gleich Würfel ziehen. Wir haben wieder einen Amerikaner. Ne? Ja, es sind ja auch ein paar mehr drin, ne? Die Wachmannschaft ist ja im Moment noch auf Reserve. Genau, die liegt noch in der Koje. So sieht's aus. So, kommen wir zum Rundenende der ersten Runde. Die japanischen Patrouillen haben sich jetzt alle so ein bisschen halt über das Landungsfeld bewegt. Die Japaner sind jetzt hier rüber Richtung Amerikaner, unwissend natürlich, noch wissen sie nichts davon, aber schon mal in der richtigen Richtung. Der Wachturm hat ein bisschen mit seinem Scheinwerfer gespielt. Ansonsten noch alles im grünen Bereich. Die Wachmannschaft ist weiterhin drin. Ja, die US-Marines schleichen sich hier schon fleißig an. Ein Trupp ist aus dem Wald raus und nähert sich dem Tower. Ein kleiner Trupp ist hier zur Waldgrenze gelaufen. Auch noch außerhalb jeglichen Sichtbereichs. Die Sniper haben sich ebenfalls aus dem Waldstückchen gewagt und hier an dem Feldrand Stellung bezogen. Ja, und der restliche Trupp, der prüft erstmal, was los ist, weil die Patrouille jetzt hier halt ziemlich nah gekommen ist und sind da erstmal auf den Down gegangen. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen, oder? Gut zusammengefasst. Und Ja. ja,
dann auf in die nächste Runde. So, nachdem ich eine ganze Masse Marines ziehen durfte, die alle hier so ein bisschen advancen durften, kommt es jetzt dazu, dass der Japaner jetzt gerade den Wachturm aktiviert. Und das wollen wir live mal aufnehmen. Mal schauen, ob er eine meiner Einheiten streift. In diese Richtung 2-2. Oh, ein Fuba, das heißt, er explodiert, oder? Fuba ist es nicht, aber... Willst du deine Kollegen in der Wachstube beleuchten, oder was? Es scheint mir auch schon so. Bescheuert, ey. Ja. Cool, oder? Mir wird schon kalt. Ja. So ein Mist, ey. Naja, für mich nicht. Der war noch schlechter wie vorhin, ey. Das geht schon wieder gut los. Ja, dann bis gleich. So, willkommen zum Rundenende 2. Die Japaner-Patrouille hat sich jetzt weiter nach unten bewegt, also kriegt von all dem hier nichts mit. Zum Beispiel hier von den Amerikanern, die jetzt hier schon über das Flugfeld laufen, Richtung Flieger. Die zweite Patrouille, die geht schon eher in die richtige Richtung, hatte hier auch schon versucht, etwas zu sehen, aber ihren Moraltest nicht bestanden und ja, ist dann im Prinzip nichts passiert. Der Wachturm, habt ihr ja gesehen, war nicht sehr zuverlässig mit den Kameraden, die da drin sitzen. Hier hat sich der Amerikaner schon mal aus dem Gestrüpp gewagt und einen Soldaten hier oben am Tower positioniert, der wahrscheinlich bald eine Sprengung vornimmt. Ja, da hinten die kleine Einsatztruppe, die wartet noch, was jetzt hier mit der Patrouille ist. Ja, und die Sniper, die haben sich auch noch ein bisschen nach vorne bewegt, aber ansonsten nichts weiter passiert. Ja, so sieht das aus. Bis jetzt läuft es noch ganz gut. Mal schauen, wo es hingeht. So, es wurde Alarm ausgelöst. Und zwar hat sich hier diese tolle Patrouille doch noch umentschieden und hat hier praktisch die kleine Truppe entdeckt oder den einzelnen Soldaten, wie er hier an das Flugzeug geschlichen ist umgekehrt. Ja, ist dann jetzt in den Sichtbereich bekommen und ja, hat Alarm ausgelöst. Ja, und damit ist die Infiltrationsphase im Prinzip beendet. Und jetzt kommt Verstärkung. Naja, das bedeutet, wir füllen jetzt erstmal den Sack mit den richtigen Würfeln. Ja. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Hören. So, willkommen zu Runde 3, Ende. Wie ihr sehen könnt, ist der erste Japaner gefallen. First Blood. Hier von dem Schützen. Ja, der Suchscheinwerfer ist nicht erfolgreich gewesen. Es gab jetzt im Prinzip überall jetzt schon die ersten Scharmützel, besonders hier in der Mitte des Flugfelds an dem Flugzeug direkt, haben alle so auf sich geschossen, allerdings, ja, war irgendwie nix, oder? Nee, nicht so wirklich. Die Würfe waren doch sehr bescheiden und was wir noch erwähnen müssen, ist die Pinmarker, die hier stehen, die blauen und roten. Das sind keine Pinmarker, sondern das sind die Nozzle-Marker, weil wir ja eine Nachtschlacht machen hier. Haben wir entsprechend die schon feuernden Einheiten markiert, Genau. damit wir entsprechend wissen, dass da die Mali auch zum Einsatz kommen. Pin hat nur der eine Soldat, der Genau. den roten Würfel neben sich liegen hat. Nur ein Ami wurde praktisch angepinnt. Der Rest ist alles für das Mündungsfeuerdämpfer. Hier hinten ums Eck hat der einzelne Soldat die Sprengladung ja, gesetzt und versucht sich jetzt in der Folgerunde von dannen zu machen. Genau, wir haben das so geregelt mit den Sprengladungen. Das heißt, um sie scharf zu machen und zu aktivieren, muss eine Runde Down gesetzt werden.
Und am Ende der nächsten Runde explodiert das Gebäude. Das heißt, man hat noch einen Run Zeit oder einen Advance, um aus dem Effektradius rauszukommen. Und ja, so eine Sprengladung hat ja normalerweise wie so eine schwere Haubitze einen entsprechenden Radius. Wenn die Soldaten da nicht rauskommen, muss man auch entsprechend würfeln. Genau, so, das war im Prinzip eigentlich schon fast alles. Ein paar Japaner sind jetzt hier noch unterwegs, jeweils zu den Brennpunkten. Der Offizier mit seinem Trupp und der NCO, jeweils aus der Baracke beziehungsweise aus dem Bunker und verteilen sich jetzt, um halt irgendwo einzugreifen. Und ja, wir gucken uns das jetzt an und sehen uns in der nächsten Runde. So, jetzt habe ich meinen Offizier gerade aktiviert und da das ein etwas größeres Ding wird, da ich 6 zusätzliche Würfel mir habe geben lassen durch die Aktivierungsaktion durch den Offizier, ja, werden wir jetzt mal eine kleinere Aktion hier am Flugzeug starten und euch mal live dabei nehmen. Als erstes versuche ich den Kollegen hier zu aktivieren. Zu erwähnen ist noch, nachdem der Alarm ausgelöst wurde, haben wir am Anfang der 4. Runde gewürfelt, ob eine Leuchtkugel in den Himmel geht und die Nachtkampfregeln kurzfristig ausgesetzt werden für diese Runde. Dem ist so. Wir haben gerade eine Leuchtkugel am Horizont und dementsprechend ist alles beleuchtet und deswegen sind auch die ganzen Nozzle-Marker gerade weg, die Mündungsfeuermarker. Und ja, wir haben im Moment also nicht das Problem, dass wir würfeln müssen, ob wir schießen können, sondern ich glaube, jetzt gibt es ein Blutbad. Ja. Ja, dementsprechend versuche ich jetzt hier den Gepinnten zu aktivieren. Ja. Genau, der Offizier steht ja in der Nähe. Dementsprechend sind es Veteranen, er hätte eine 9, der Offizier gibt ein Plus, das heißt, Das passt. passt so oder so, auch mit der 9. Ja, der Junge hat eine MP, wird die Schüsse auf die beiden Soldaten hier aufteilen. Dementsprechend würfel ich zuerst für diesen Soldaten. Haben wir kurz die Berechnung. Wir haben ja beim Firefight immer automatisch nur kleine Teams. Das bedeutet, wir treffen immer auf die 4+. Dadurch, dass es kurze Reichweite ist, haben wir die 3+. Und das war dann schon die ganze Magie. Und ja, da würfel ich jetzt einmal daneben und die andere Kugel geht auf den anderen. Das ist eine 4, der trifft. Auf alle Fälle schon mal ein Pinmarker für den Herrn und er ist tot, weil er regulär ist. Genau, der erste ist schon mal weg. Genau, den haben wir schon mal erledigt. Das hört sich schon mal gut an. Dann hat der erste schon mal sein Soll erfüllt. Hier den Fire auch entsprechend hinlegen. So, dann werde ich den nächsten mal rankommen lassen. Ich werde hier mit dem Offizier einmal schießen. Der hat eine Pistole. Die Reichweiten sind im Grunde genommen die gleichen. Deswegen lege ich ihm einfach einen Befehl hin und gucke mal, ob ich jetzt den letzten treffe. Den treffe ich gut. Jo. Und mal schauen, ob ich ihn auch verwunde. Ja, ja, ist auch erledigt. Genau. So, dann haben wir rundrum noch genug Jungs stehen. Ich habe einmal hier den Jungen, dem gebe ich schon mal einen Down, damit er seine Sprengladung platzieren kann. Mhm. Und hoffe, dass da nichts passiert. Was ich jetzt mit dem nächsten hier tun werde, ist auf alle Fälle, den zu unterstützen. Habe ein Advance gemacht, schieße auf die Japaner. Ich nehme hier vorne den mit der schönen Flagge, weil der so schön aussieht. Und ja, habe ich bewegt. Beim Firefight zählen ja keine Armee-Sonderregeln. Das bedeutet, ich bekomme den Malus für das Bewegen. Da sind wir auf einer 5+. Ich glaube, messen muss ich nicht. Es ist kurze Reichweite.
für das Gewehr. Dementsprechend schieße ich auf die 5 plus. Das heißt, kleines Team, bewegt 5 plus. Ja, mit einer 1 ist wohl nichts. Dann haben wir den auch. Genau, da habe ich einen Advance getätigt. So, dann habe ich hier vorne noch 3 Kumpels. Die werde ich auch jetzt gleich mal ein bisschen besser positionieren. Genug Leute auch am Flugzeug habe. So, den ziehe ich auch bis ans Flugzeug ran. So, die haben jetzt alle eine entsprechende Bewegung gemacht und dann hoffe ich natürlich, dass ich hier noch eine Sprengladung gleich gesetzt bekomme. So, Wow. Run. Und der letzte auch an. Run. So. Alles klar. Dann soll es das erstmal hier gewesen sein. So sieht's aus. So, Japan wurde gezogen. Ich muss im Prinzip jetzt versuchen, hier irgendwie das Flugzeug noch zu retten. Habe mich entschieden, den Offizier zu aktivieren. Und da im Umkreis noch einige Soldaten natürlich hat, kommen die alle gleich mit. Ich starte zuerst mit einem normalen Soldaten und gehe jetzt einfach näher ran, um hier noch irgendwie das Point Blank zu nutzen. Und versuche jetzt auf den Soldaten, der jetzt hier im Down ist, zu schießen. Ein Gewehrschuss. Mit einer 2 schafft er es natürlich nicht, weil er down ist. Dann machen wir gleich direkt weiter. Und zwar mit dem daneben, der ist hier ungefähr. Der versucht auf den Kameraden daneben zu schießen, ist auch ein Point Blank. Brauche ich nicht messen. Eine 4. Das soll der packen, ne? Kleines Team. Point Blank hebt sich auf. Ja, dann passt es, ne? Ja. Dann Bewegt 4. Genau. Passt genau, ne? Passt genau. Und du bist Veteran, ne? So sieht's aus. Auch auf die 5, eine 3. Ja. Also nur gepinnt. Pinmarker haben wir hier. So, dann geht es weiter. Der Soldat daneben schleicht sich jetzt hier auch noch vorbei. Und wir sind immer noch kurz, beziehungsweise short, Point Blank, Entschuldigung. Und er schießt jetzt auch nochmal auf den Soldaten. 4. Passt. 5. Und damit ist er ausgeknipst. Der erste Marine ist gefallen. Es wurde Zeit. Ja. Er wird ein glorreiches Begräbnis kriegen. Ja, wie geht's weiter? Der Offizier, der bewegt sich jetzt mit seinem Assistenten hier hin und versucht jetzt hier die Kameraden, die hier hinten stehen, zu beschießen. Da haben wir 6 Zoll. Das ist kein... Auch wieder die 4. Point Blank. Oder hat er was anderes als ein Gewehr? Nee, der hat ein Gewehr. Ja, stimmt. Ja, dann ist das auch wieder Point Blank und du hast dich nur bewegt. Das kleine Ziel hebt sich auf. Dann sind wir wieder auf der 4. Jo, beide. Haben die beide auf einen geschossen, ja? Ja. Nur Pin. Weil du bist ja Veteran nach wie vor. Genau. Ich besorge mal einen Pinmarker und wir sind gleich wieder da. So, dann der letzte Soldat, der hier mit unterstützt. Wobei der jetzt wahrscheinlich
Ja gut, er kann hier über den Flügel gucken und sieht den noch, aber da würde ich sagen, kriegt er noch leichte Deckung, weil er ja da ein bisschen hinten in dem Eck ist. 6 Zoll hat er, oder? Entschuldigung. Mal nach? Ja. Alles klar. 5. Passt. Trifft. Ja, da kriegt er halt nur noch einen Pin on top. Somit war's das für hier. Schauen wir mal, einer ist gefallen, ein US Marine, und ich hoffe mal, dass wir dann nächste Runde irgendwie den Sack zumachen können. Naja, da bin ich mal gespannt. Bis gleich. So, ja, wir sind jetzt mit der Runde durch. Jo. Und ja, war ereignisreich, ne? War Ja. ganz schön Action, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Bolt Action sozusagen. Ich fange einfach mal hier an der Seite an. Genau. Hier sind die Marines, ja, ich hätte was gesagt, über die Mauer gesprungen und beziehungsweise durch den Wald auf das Flugfeld gelaufen. Haben versucht, hier vorne auf die Japaner zu schießen, aber bis auf einen Pin hat hier gar nichts geklappt. Also auch die Amerikaner können schon mal nicht so gut. Ja, hier sind 2 tote Sniper und sein Assistent, die haben leider ein bisschen was abgekriegt. Der Sniper selber hat eine volle Salve vom LMG im Wachturm abbekommen. Dementsprechend ist der ein bisschen durchsiebt. Ja. Der andere Kollege hat vorhin schon einen Schuss hier von der Truppe abbekommen. Dementsprechend leider das Zeitliche gesegnet. Naja, hier vorne die ganze Chose, die habt ihr ja vorhin live mitbekommen. gesehen, genau. Dementsprechend ist das nichts Besonderes. Und hier hinten, Hat sich wegbewegt jetzt. genau, hat sich der Kollege wegbewegt. Und jetzt gleich legen wir da einen schönen Detonationsmarker drauf, weil der Tower ist gesprengt. Das Der ist heißt, gesprengt. Das erste Missionsziel ist praktisch erreicht. genau, dementsprechend werden die Flieger in der Blood Red Skies, im Blood Red Skies Spiel dann mit dem Nachteil starten, ohne dass sie würfeln dürfen. Genau. Eine Sache ist noch zu erwähnen, der Scheinwerfer ist ja weiterhin aktiv. Genau. Und wurde jetzt so ausgelegt, dass er jetzt hier direkt auf diesem Marine-Trupp ist, in der Hoffnung, dass in der Folgerunde eventuell Nacht ist und ich dann die direkt halt sehen kann mit dem Wachturm. Naja, wenn die neue Leuchtkugel hochkommt, war es umsonst, ja. aber es macht ja nichts, ne? Ja, Es ja. ist eine Vorbereitung. Wissen wir ja nicht, genau. Genau, ja, das werde ich jetzt auch mal eben live würfeln. Ja. So, hier. Zack. Und es Wir haben ist- eine 4 und es kommt die nächste Leuchtkugel. Das heißt, Okay. Licht Ja. bleibt an. Rock'n'Roll. Ja, und? Macht Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Ganze, diese ganzen kleinen Zwischenaktionen und immer wieder Nacht und Firefight und alles macht richtig Laune. Und ist sehr dynamisch, finde ich. Auf jeden Macht Fall. total Richtig, Spaß. richtig. Ist nur zu empfehlen. Die Kombination wirklich Nachtkampf, Firefight und noch diese Überfallregeln, das Raiding, das macht wirklich Ja. total Laune. Also für so eine Sache wie zum Beispiel Überfall auf ein Flugfeld oder rettet ein Offizier oder irgendwas, spitzenmäßig. Also top. Ja, jetzt sind wir Ende der Runde 5. Das heißt, wir kommen jetzt gleich in die 6. Es hat ein ziemliches Gemetzel gegeben. Hier vorne sind die Amerikaner etwas nach vorne gestürmt, haben versucht, hier die japanische Front daran zu hindern, das Tanklager zu erreichen. Und einer der Jungs hat sich hinter das Tanklager gesetzt, damit er gleich entsprechend eine Sprengladung noch anbringen kann. Am Flugzeug ist es auch richtig rund gegangen. Das ist richtig übel. Genau, richtig übel. Beide Offiziere hat es erwischt. Dementsprechend haben wir hier ziemlich Massaker. So, die Sprengladung wurde ja in der letzten Runde platziert. Die jetzige Runde zu Ende. Dementsprechend gibt es hier gleich noch eine Explosion. Die Jungs, die da noch stehen, bekommen dann gleich einen Treffer einer schweren Haubitze. Alles rund um das Flugzeug in 4 Zoll. Entsprechend bekommt den Explosionsradius ab. Und da schauen wir gleich noch, wer davon stirbt.
Und ansonsten sind einige Soldaten auch im Nahkampf noch gestorben. Das ja, war relativ ausgeglichen. Die Ja, Würfel sind im Moment noch ganz ausgeglichen, wer stirbt, wer nicht stirbt. Also die Japaner sind noch ein bisschen in Nahkampf gegangen. Genau, und hier hinten ist ein Marine, der gibt Kniegas. Der hat ja seinen Job gemacht, der hat den Tower schon hochgejagt und wird entsprechend einen Rapport abgeben. Ja, alles in allem, viel Blut, viel Tote und jede Menge Spaß. So, ja, jetzt haben wir die Sprengung des Flugzeugs gerade noch live durchgezogen. Also nicht live, aber wir haben es durchgezogen. 2 sind gestorben, die sich nicht aus dem Radius rausziehen konnten. Ein Marine und der Assi vom japanischen Offizier. Genau. Wundersamerweise sind 2 Japaner übergeblieben. Die haben einmal 3 Pins abbekommen nur. Und der hier hat 7 Pins abgekriegt und ich glaube, der hat einen Tinnitus mindestens. Ja, mindestens. Genau, dementsprechend geht's gleich weiter. So, Ende der 6. Runde, ging jetzt relativ schnell, war ja nicht mehr wirklich viel zu tun. Hier vorne habe ich noch einen Down gesetzt, da der Japaner den Marine leider nicht töten konnte. Geht Ende der 6. Runde auch das Treibstofflager noch in die Luft. Der Marine wurde durch das LMG im Turm erschossen. Der andere Marine hier hat versucht, auf den Einzelnen zu schießen, hat aber nur einen Pin verteilt, also da ist gar nichts passiert großartig. Hier vorne haben die restlichen Marines noch die beiden Glücklichen von der Explosion erschossen, die dann nicht mehr so wirklich reagieren konnten. Tontauben schießen. Ich wollte gerade sagen, die waren wahrscheinlich etwas angesenkt. Dementsprechend hat das hier relativ schnell einen Effekt gehabt. Im Ganzen haben wir sehr viel Spaß gehabt bei der Runde. Das macht wirklich total Laune. Ich kann es nur noch mal sagen, einfach mal nachspielen. Sowas, das ist total dynamisch. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, wir sitzen beieinander. Es steht das Fazit an. Und es hat riesig Spaß gemacht. Astrein, ja, war echt toll. War super dynamisch. Es ist sehr viel auf dem Feld passiert, was man so gar nicht eingeschätzt hätte. Gerade so die ganze Infiltrationsphase fand ich war eine sehr spannende Geschichte, weil man gar nicht einschätzen konnte, wohin die Wachen und der Lichtkegel geht. Genau. Da war schon sehr viel Zittern drin in den ersten 2,5 Runden. Und ja, danach ging es hier richtig zur Sache. Die Firefight-Regeln sind wirklich sehr gut für so kleine Szenarien geschaffen. Das macht richtig Spaß, ja. Diesmal haben wir auch etwas kleiner gespielt als das letzte Szenario. Das war doch schon sehr mühsam mit dem ganzen Ziehen, fand ich. Ja, also diesmal hat man jetzt jeweils 260 Punkte roundabout. Vorher hatten wir, glaube ich, über 300 sogar, ne? Fast 400, glaube ich. Ja. Also das hatte sich wirklich extrem gezogen. Das ist auch nicht zu empfehlen. Wir hatten jetzt auch trotz größerer Platte auch ein gutes Gefühl von den Distanzen zu den einzelnen Einheiten. Also dass sich das jetzt nicht so in die Länge gezogen hätte vom Spielen her. Ja, und wie du schon sagtest, auch einfach diese einzelnen Phasen, die jetzt passiert sind, die Infiltrationsphase, waren ja auch trotzdem 2 Runden, glaube ich. 2,5, also am Anfang der 3. meine ich, hätte es ja, dass man, genau. Das hatte dann halt allgemein halt Firefight-Regeln, dann die Nacht, immer die ganze Zeit die Nachtmission. Genau, wenn man immer schießen möchte und es funktioniert nicht. Genau, obwohl man schon wirklich fast Gesicht an Gesicht stand, wie da die erste Runde, glaube ich, dann, wo das hier am Flugzeug da einherging. Ne, das waren ja, glaube ich, 4 Soldaten jeweils und keiner konnte dann treffen. Ja, und dann halt auch mit dem Leuchtspur geschossen oder mit der Leuchtkugel dann, die dann im späteren Verlauf kam, dass dann auf einmal Nacht
offen war und sofort alle in alle Richtungen geballert haben. Also wir hatten eigentlich alles drin, ne? Ja, genau, richtig. War total super. Hat Spaß gemacht und ja, machen wir, glaube ich, irgendwann mal wieder, ne? Das Definitiv. ja, war echt eine klasse Geschichte. Und auch, dass du alle Missionspunkte. Ja, gut, schon wieder, ne? Muss man auch mal erwähnen. Also da geht es für mich jetzt in der Blood Red Skies Geschichte ein bisschen härter zur Sache. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir jetzt die Flugzeuge dann da einige Malis haben, aber es ist nicht so krass, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, dass ich da jetzt einen extremen Nachteil habe. Aber es macht es halt spannender und es fühlt sich auch stimmiger an, weil man auch immer diesen von Mission zu Mission, dass man halt auch diesen Effekt hat, dass man irgendwas mitnimmt und nicht einfach so einen Cut macht, beendet, so wie ja, wir reihen ja nicht einfach irgendwelche Spiele aneinander, sondern haben irgendwelche Effekte aus den vorangehenden Spielen. Genau. Das ist ja das, was wir mit der Kampagne auch erzielen wollen. Ja. Und ja, macht auf alle Fälle total Spaß, dann auch das zu sehen, dass das wirklich was bringt. Dass das auch funktioniert. Ja. Und auch für euch jetzt mal ein Tipp, wenn ihr irgendwas nicht fühlt in dem Spielen, macht euch ruhig ein paar Hausregeln. Ne? Christian hat ja jetzt auch wieder ein paar Sachen einfach so angepasst oder es kommt im Spiel eine Situation wie zum Beispiel mit dem Flugzeug, dass wir dann gesagt haben, okay, hat man vielleicht noch irgendwie eine Chance mit der Sprengladung was zu machen oder die vielleicht verdeckt über einen Würfel zu ziehen, hattest du den Vorschlag, dass dann die Gefahr besteht, dass die eigenen Soldaten dann trotzdem noch im Radius sind und man die nicht rauszieht, genau. Dass irgendwas halt mit der Sprengkapsel ist und ja, ich habe es immer gerne dynamisch, dass man so ein paar Optionen da drin hat, die nicht voraussehbar sind. Das macht immer eine Menge Fehls im Spiel, genau. Definitiv. Auch so, war klasse. Genau. Ja, dann warten wir jetzt das Blood Red Skies Spiel ab. Richtig. Wie gesagt, der Tower ist nicht mehr da. Das heißt, die Japaner fangen mit dem Malus an, dass sie disadvantaged sind. Also praktisch mit der Nase nach unten starten. So sieht's aus. Normalerweise würfelt man das ja am Anfang aus, richtig, wie die starten. Ja. Dann der Flieger. Flugzeug weniger. Ist kaputt. Ja. Genau. Wir können es ja jetzt auch mal lüften. Ja, es ist eigentlich ein ausgeliehenes Flugzeug der Deutschen. Genau. Das ist eine Stuka. Genau. Wir hatten leider keine Zero oder ähnliches, deswegen haben wir sie schön verkleidet. Genau. Aber ist nicht die Zero fürs nächste Mal ist schon im Bau. Ja, genau. Man kann halt nicht immer alles sofort machen. Genau. Irgendwo bleibt nach dem Hobby auch noch das Leben über. Richtig. Das haben wir ja auch noch. Nee, und der Treibstoff ist entsprechend auch noch verknappt. Dadurch, dass ich die Fässer in die Luft gejagt habe, werden wir ab der 3. Runde entsprechend würfeln, ob die Flieger nicht doch abdrehen müssen. Ja, das wird ja alles Kamikaze, dann nehme ich mal an. Das kann auch sein, ne? Direkt auf dich drauf. Ja, die Möglichkeit bei Blood Red Skies gibt's ja, dass du mich auch rammst, ne? Das also, gibt's ja, stimmt. Die Option gibt's, ja. Nur denk dran, dann sind die Flieger weg. Dann sind die Flieger weg. Aber ich habe ja vorgesorgt. Das sind ja noch einige. Naja, das passt schon. Ja gut, kommen wir zum Schluss. Jo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Haut rein.